Dies ist der Beginn einer Videoserie, in der ich über die Philosophie der Voluntaristen berichte. In unserer derzeitigen Kultur erscheint diese Philosophie zumindest sehr exotisch. Aus Erfahrung weiß ich, dass in der Regel viele Einwände und Fragen auftauchen, aber ich werde versuchen, so viele wie möglich davon zu beantworten. Wenn man diese Philosophie mit einem einzigen Satz beschreiben wollte, könnte man sagen, ein Voluntarist will auf initiierende Gewalt und Zwang verzichten. Nun würde das vielleicht jeder unterschreiben, aber wahrscheinlich denken die meisten dann nur an private oder geschäftliche Begegnungen zwischen Erwachsenen. Da gilt Gewalt zumindest in zivilisierten Kreisen zu Recht als inakzeptabel. Der Voluntarist möchte jedoch, dass die gleichen Regeln auch gelten, wenn es in der Familie um Kinder geht oder wenn es um Fragen geht, die die ganze Gesellschaft betreffen. Erziehung und Politik sind jedoch ohne Zwang und Gewalt nicht denkbar. Würden Eltern beispielsweise auf jeden Zwang verzichten und könnte das Kind machen, was es wollte, also immer vorausgesetzt, es verletzt die Freiheit von anderen Kindern nicht oder anderen Menschen nicht, wäre das keine Erziehung. Darf das Kind beispielsweise nicht fernsehen, solange es will, oder darf es nicht ins Bett gehen, wann es möchte, handelt es sich um Zwang und damit um Erziehung. Dabei unterstellt der Voluntarist den Erziehern die edelsten Motive. Eltern haben mit Sicherheit das Kindeswohl im Auge und würden wahrscheinlich gerne auf Zwang und Gewalt verzichten, wenn sie nicht sicher wären, dass sie ihrem Kind damit langfristig schaden würden. Und ähnlich ist es in der Politik. Wären Steuern freiwillig und besäße der Staat kein Gewaltmonopol, könnte man nicht von Politik sprechen. Der Staat müsste dann mit Werbung und Überzeugung operieren. Er müsste um Spenden bitten. Er könnte dann auch Leistungen wie zum Beispiel seine Rentenversicherung zu Bedingungen anbieten, die die Versicherungsnehmer gerne akzeptieren würden. Auch hier unterstellt der Voluntarist den Politikern und auch den Wählern die edelsten Motive. In diesem Fall wird ziemlich sicher das Gemeinwohl verfolgt und alle Leute, also alle Wähler, alle Politiker würden fürchten, dass das Gemeinwohl bei den gewaltfreien Alternativen leiden würde. Der Gedanke der Zwangsbefürworter ist ziemlich offensichtlich. Sie glauben, dass bei einem völlig freien Austausch der Menschen es zu extremen Reichtumskonzentrationen käme und der einfache Mensch verarmen würde, ausgebeutet würde, wahrscheinlich ständig übervorteilt würde. Und ich werde versuchen, an vielen Beispielen zu zeigen, dass die Alternativen nicht nur den Vorteil besitzen, dass sie gewaltlos sind, sondern auch, dass sie das Kindes- und das Gemeinwohl, also auch das des Geringverdieners, erheblich besser fördern. Es gibt aber neben Erziehung und Politik noch eine weitere Ebene, über die ich sprechen werde, und zwar die der privaten und geschäftlichen Beziehungen. Es geht dabei hauptsächlich um Kommunikation und um Management. Hier sind die Gedanken von Marshall Rosenberg und Reinhard Sprenger gewissermaßen die Leuchttürme der voluntaristischen Philosophie. Die Botschaft der beiden lautet, dass die Menschen ungeschickte Strategien verfolgen, um das zu bekommen, was sie gerne hätten. Beide plädieren deshalb dafür, den Menschen grundsätzlich erst einmal zu vertrauen und ihm gute Absichten zu unterstellen. Rosenberg geht sogar so weit zu sagen, dass jede Handlung, und sei sie noch so grausam, aus einem validen Bedürfnis heraus geschieht. Sprenger und Rosenberg beobachten, dass die Menschen oft auf die Mittel Lob und Kritik oder Belohnung und Bestrafung zurückgreifen. Darin sieht er die Manifestierung sozusagen des mangelnden Vertrauens. Wir haben Angst, dass es nicht reichen könnte, wenn wir einfach nur darum bitten würden, was wir gerne hätten. Also nutzen wir Zuckerbrot und Peitsche. Und für diesen schnellen Erfolg, den man damit mit Sicherheit erzielen kann, zahlen wir auf lange Sicht einen ziemlich hohen Preis. Rosenberg schlägt vor, nicht einmal Sätze zu benutzen wie wenn du das tust, macht mich das traurig.
Zunächst drückt der Satz mangelnde Selbstverantwortung aus. Du bist für meine Gefühle verantwortlich. Und außerdem kommt er bei dem anderen wahrscheinlich als Kritik an. Es reicht dem Voluntaristen also nicht, radikal freiheitliche Gesellschaftsmodelle zu befürworten oder auf die Erziehung seiner Kinder zu verzichten. Er will die Gewaltfreiheit auch leben. Und zwar privat und auch im Geschäft. Wenn Konflikte auftreten, neigen wir alle dazu, die implizite Drohung auszusprechen: Wenn du nicht so willst, wie ich will, entziehe ich dir mein Vertrauen und damit meine Zuneigung oder meine freiwillig gewährten Vergünstigungen. Die Frage, die Rosenberg daher immer wieder stellt, lautet: Willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Das klingt nach Hedonismus. Und in der Tat unterscheidet sich die Meinung des Voluntaristen zum Hedonismus, zum Egoismus, zum Neid, zur Zufriedenheit, zum Wettbewerb ganz erheblich von den derzeit kulturell gültigen Vorstellungen. Die Maxime des Voluntaristen lautet: Erkenne und achte deine eigenen Bedürfnisse und die der anderen. Theoretiker wie Mises, Rothbard, Hoppe und viele andere haben mit ihren Theorien zum freien Markt ausgezeichnete Landkarten geschaffen. Jemand wie Eckhard von Braunmühl hat das Gleiche auf dem Gebiet der Antipädagogik geleistet. Ich würde gerne die Kartenbesitzer zusammenbringen und mit einer Portion Rosenberg noch etwas Ausrüstung für den Weg in Form der gewaltfreien Kommunikation beitragen. Ich selbst habe Polemik immer genossen, und zwar sowohl als Rezipient als auch als Verfasser. Aber ich habe in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, dass ich noch mehr eigene Zufriedenheit erreiche und mir das Bereichern des Lebens anderer noch besser gelingt, wenn ich Andersdenkenden Empathie entgegenbringe. Und das ist kein Relativismus nach dem Motto, jeder hat seine eigene Wahrheit. Es ist vielmehr Pragmatismus nach der Erkenntnis, Kritik funktioniert nicht. Und natürlich ist mir auch klar, dass ich meinem eigenen Anspruch nicht immer gerecht werde, aber ich gebe mein Bestes und hoffe, dem unerreichbaren Ziel zumindest jeden Tag ein Stückchen näher zu kommen. Zum Schluss noch die Frage, was das Ganze hier soll und was meine Motivation ist. Ich kann den Zuschauer beruhigen, ich will keine Sekte gründen, ich will um Gottes Willen auch niemanden missionieren, denn radikaler Liberalismus ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Und es ist auch nicht der Versuch, irgendeine Doktrin oder ein System zu installieren, sondern den Zwang jeglicher Systeme abzuschaffen. Inklusive das der sogenannten streitbaren, wehrhaften Demokratie. Mich treibt also hauptsächlich der Spaß am Philosophieren und der Spaß am Austausch mit Ähnlichgesinnten. Gleichgesinnte gibt es wahrscheinlich nicht und Andersdenkende oder Andersgesinnte werden schon längst weggeklickt haben. Und ich suche natürlich im Sinne des kritischen Rationalismus auch Hilfe beim Widerlegen meiner Theorien. Ja, das war's für heute. Ich darf mich empfehlen. Bis zum nächsten Mal.